Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, Namaste, schön, dass ihr da seid, dass ihr wieder mit mir gemeinsam üben wollt. Wir machen heute eine schöne Runde Yoga Flow, es wird ein bisschen kraftvoller werden, aber um in den Tag zu starten, ist man am Vormittag ja wirklich noch motiviert und macht da gerne ein bisschen was Kraftvolleres. Ihr dürft euch zum Anfang der Stunde stabil auf eure Unterlage sitzen, ganz egal, ob ihr das im Fersensitz tut oder im gekreuzten Sitz, ob ihr auf dem Polster oder auf eurem Kissen Platz nehmt. Leg dir deine Hände doch jetzt einfach mal Namaste vors Herz und spür genau dorthin, wo deine Daumen dein Brustbein berühren. Und dann spür genau diesen Punkt, diese Auflagefläche, diese Wärme, die da jetzt zwischen deinen Händen und deinem Herzraum entsteht. Und von diesem Bereich aus, also von deinem Herzraum aus, lass dieses Gefühl durch deinen ganzen Körper fließen. Lass dich vollkommen ausfüllen von dieser Kraft, von dieser Wärme, von diesem Gefühl. Und wenn du möchtest, dann töne mit mir jetzt dreimal das Om, sodass wir uns einfach über diesen Klang im gemeinsamen Raum schaffen. Bleib noch für 2, 3 Atemzüge hier. Und den Atem jetzt in den Fokus deiner Aufmerksamkeit zu bringen. Und mit dem nächsten Ausatmen öffne deine Augen, werd wieder wach, werd ganz fokussiert und fang an, mit deinem Kopf zur rechten und zur linken Seite zu schauen. Fühl deine Halswirbelsäule ganz sanft, ohne viel Druck, ohne viel Kraft. Einfach nur zur rechten und zur linken Seite schauen, um die Halswirbelsäule zu mobilisieren und da erstmal wahrzunehmen, was um dich herum alles passiert. Schau mit offenen, wachen Augen hier wirklich in deinem Zimmer umher. Und dann lass den Kopf in der Mitte, leg dein rechtes Ohr in Richtung der Schulter, lass das schön nach unten sinken. Vielleicht kannst du die Gegenschulter ein bisschen tief schieben, um hier noch mehr Länge in deinem Nacken zu schaffen. Und dann lass den Kopf wieder gerade gehen und leg das linke Ohr zur Schulter und schieb dabei die rechte Schulter ein bisschen in Richtung Boden, dass auch hier eine schöne Länge im Nacken entsteht. Und dann lass den Kopf sanft nach unten rollen, lass einmal das Kinn richtig schön auf die Brust nach unten sinken. Und dann richte den Kopf wieder auf, fang an, deine Schultern zu kreisen, schön nach oben, hinten zu ziehen und mit diesen Schulterkreisen darfst du dann langsam nach oben zum Stehen kommen. Stell dich stabil auf deine Matte, schau, dass du die Beine ungefähr hüftweit aufgestellt hast und lass dann einfach dein Becken kreisen. Dieses Beckenkreisen mobilisiert dir deine Hüftgelenke, deinen unteren Rücken, dein Iliosakralgelenk.
Gleichzeitig behilft dir das, dass du einen stabilen, festen Stand auf der Matte findest. Und das Gewicht immer so ein bisschen über beide Füße drüber schiebst. Und dann darfst du das in die andere Richtung laufen lassen. Ganz wunderbar, um hier auch schon ein bisschen die Beckenbodenmuskulatur anzusprechen, die wir nachher in Standhaltungen, in der Balancehaltung brauchen. Das sind dann so Bauchtanzbewegungen, Beckenbewegungen, ganz, ganz gut dafür. Und dann darfst du dann in der Mitte stehen bleiben für den stabilen Stand. Heb dein rechtes Bein nach oben und fang an mit deinem rechten Fuß zu kreisen, das Fußgelenk zu mobilisieren. Auch hier einfach das Gelenk schön durchzuarbeiten. Kreis in die eine Richtung und dann Kreis auch in die andere Richtung. Und dann lässt du das Bein abstellen, das Bein wechseln und hier mit deinem linken Fuß kreisen. Versuch, dass du wirklich schön aufrecht stehen kannst. Ganz gerade hier schon die kleine Balance ausnutzen und dann in die andere Richtung kreisen. Und dann darfst du auch dieses Bein aufstellen. Stell dich wieder schön stabil, nimm deine Arme an die Seite und mach schöne Armkreise. So mittelgroß vielleicht. Einfach das Schultergelenk ein bisschen durcharbeiten. Gleichzeitig fangen die Schultern, die Armmuskeln an, ein bisschen zu arbeiten. Werden gekräftigt, Nacken kommt dazu, der ganze Schultergürtel wird aktiv. Leg die Hände auf, deine Schultern drauf und paddel nach hinten. Mit deinen Armen nach hinten paddeln. Und es darf dann wirklich ein bisschen größer werden, dass du den ganzen Oberkörper so ein bisschen mitdrehst. Eine in die andere Richtung. Und dann löst es wieder und komm an den Anfang deiner Matte, ins vordere Drittel deiner Matte. Wir werden so eine kurze Sequenz abgewandelt vom Sonnengruß machen, ganz einfach um uns nochmal ein bisschen mehr durchfließen zu lassen, um Atem und Körper jetzt ein bisschen zusammenzubringen. Fang an, kreis als allererstes einmal deine Schultern nach hinten. Und nachdem du die Schulter nach hinten gekreist hast, kreist du die ganzen Arme nach hinten. Und dann, wenn die Arme gekreist sind, kommst du mit der nächsten Einatmung auf deine Vorfüße hoch und streckst dich. Lässt dann deine Fersen wieder absinken und den ganzen Oberkörper mit geradem Rücken nach unten sinken. Ganze Vorbeuge. Dann stützt du deine Hände auf deine Schienbeine, kommst in die halbe Vorbeuge, da wo du den Rücken lang streckst. Kraftvoll für deinen Rücken. Und dann lässt du das Ausatmen wieder nach unten los. Lass es hängen, vielleicht die Knie hier ein bisschen beugen. Und dann rollst du dich wieder nach oben. Jetzt rollt der Rücken hoch. Er rollt hoch. Nimm dann gleich die Arme mit nach oben, streck dich wieder. Leg die Handflächen über den Scheitel zusammen. Zieh dich groß. Ich zeige es dir kurz von vorne. Du darfst aber in der Richtung bleiben. Lass dann den Oberkörper kurz zur linken Seite übersinken. Komm einatmen wieder zur Mitte zurück. Und den Oberkörper zur rechten Seite rübersinken lassen. Halbmond. Komm wieder zur Mitte zurück. Streck dich groß. Lass dich wieder mit langem Rücken nach unten sinken. Stell jetzt deine Hände nach unten auf den Boden ab. Komm in den Vierfüßlerstand. Rechten Unterschenkel, linken Unterschenkel nach unten nehmen. Lass dann den Rücken rund werden, roll dich ein. Lass dann den Rücken lang werden, roll dich aus. Stell dann deine Fußspitzen nach hinten auf und zieh dich in die Rutschhalte nach hinten. Mach dich lang.
Stirn zum Boden, zieh die Arme in einem großen Kreis nach hinten, verschränk die Arme, zieh das einmal ganz weit nach hinten. Spann deinen Po, deinen Beckenboden, heb den Oberkörper an, leg die Hände hinten aufs Becken, roll die Schulter nach hinten in so ein kleines Mini-Kamel, Vorderseite wird auf. Und dann komm wieder zurück, setz das Becken ab, stell die Arme weit nach vorne, rutsch, halte, schieb dann das Becken nach hinten oben, herabschauender Hund, ganz, ganz klein, ja, lass die Knie gebeugt. Steig dann mit deinem linken Bein nach vorne, steig mit deinem rechten Bein nach vorne und komm wieder nach oben, versuch das mit langem, geraden Rücken zu machen. Einatmen, ausatmen, entspann die Arme, zweite Runde. Zuerst kreisen die Schultern nach hinten unten. Dann kreisen die Arme nach hinten. Dann kommst du auf deine Fußspitzen hoch. Dann kommst du mit den Fersen wieder tief und verbeugst dich mit langem Rücken nach unten. Vorwärtsbeuge, Hände auf die Schienbeine, einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, wieder hängen lassen, Knie dürfen weich sein. Einatmend aufrollen, Wirbel für Wirbel, komm hoch. Nimm die Arme mit nach oben über den Scheitel. Beug dich zur rechten Seite. Einatmend, komm hoch. Beug dich zur linken Seite. Einatmend, komm wieder zur Mitte, streck dich. Ausatmen, verbeug dich. Setz deinen rechten Unterschenkel ab, setz den linken Unterschenkel ab. Zieh dich ausatmend in den Katzenbuckel. Einatmend, langer Rücken. Setz das Becken nach hinten auf die Fersen ab. Stirn zum Boden. Arme kreisen weit nach hinten. Beckenboden, Po anspannen. Oberkörper heben. Auf die Knie kommen. Hände ans Becken. Kleines Kamel. Wieder tief setzen, Arme nach vorne, Fußspitzen aufsetzen, herabschauender Hund. Rechter Fuß nach vorne, linker Fuß nach vorne und komm wieder nach oben, einatmen. Ausatmen, entspannen die Arme. Schultern kreisen, Arme kreisen. Auf die Fußspitzen hoch. Wieder tief. Verbeug dich nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze. Einatmen, aufrollen. Arme mit nach oben. Links Halbmond. Mitte zurück. Rechts Halbmond. Mitte zurück, verbeug dich wieder nach unten, Hände auf den Boden, linken Unterschenkel, rechten Unterschenkel absetzen, ausatmend runder Rücken, einatmend langer Rücken, setz dich nach hinten, rutsche, Stirn zum Boden, Arme im Kreis nach hinten, einatmend hochkommen. Ausatmen, wieder nach unten setzen. Einatmen, herabschauender Hund. Steig nach vorne, links, rechts. Einatmen, komm hoch, letzte Runde. Ausatmen, entspann die Arme. Schultern beginnen. Arme. Fußspitzen hoch. Absetzen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze. Einatmen, aufrollen. Ausatmen, Halbmond rechts. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, Halbmond links. Einatmen zur Mitte. Ausatmen, wieder tief. Rechtes Bein, linkes Bein, Vierfüßlerstand. Ausatmen, runder Rücken. Einatmen, langer Rücken. Setz dich nach hinten. Einatmend die Arme zurück. Ausatmend kommt hoch. Einatmend Kamel.
Ausatmen, setz dich zurück. Einatmen, herabschauender Hund. Ausatmen, rechtes Bein vor, linkes Bein vor. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, entspann die Arme. Bleib. Spür jetzt vielleicht, wie dein Atem schon ein bisschen tiefer, aktiver ist. Und so eine Abwandlung, so eine Abfolge von Sonnengruß kannst du dir selber zusammenstellen. Es kommt nicht auf die Reihenfolge an und dann hast du eine wunderbare Praxis. Ja, wenn du das ein paar Mal machst in der Früh, dann hast du alle Bewegungen drin, die du brauchst. Und du brauchst gar nicht mal arg viel machen, weil Sonnengruß in der Abfolge, 3-4 Mal durch auf jede Seite. Perfektes Training, perfekte Übung. Du darfst jetzt dein rechtes Bein nach hinten stellen, rechte Fußspitze aufgestellt, linkes Knie wird gebeugt, sodass dein linkes Knie über dem Fußgelenk steht. Hol dein Becken nach vorne hoch, zieh die rechte Ferse wirklich ganz, ganz weit zu dir rein, sodass du eine Länge hast vom Oberkörper über die Hüfte bis nach unten zum Knie. Nimm die Arme nach oben, atme ein. Ausatmen, bring die Arme über die Seite tief, setz dich so ein bisschen ab, einatmen. Ausatmen. Einatmen. So einen ganz kleinen Impuls mitnehmen, mit dem Atem. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Ein hoch. Aus tief. Ein hoch. Aus tief. Schau, dass das Becken schön bei dir bleibt. Letztes Mal. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Einatmen, aufgepasst. Hol dein rechtes hinteres Bein nach oben, Storchenposition. Streck die Arme nach oben. Balancehaltung. Leg deinen linken Arm auf den rechten Oberschenkel. Vielleicht kannst du unten einhaken. Und dann lass den rechten Arm nach hinten gehen und dreh dich da auf. Rotation. Balance. Konzentration. Bring den hinteren Arm wieder nach vorne, löst es. Lass die Arme weit nach hinten unten gehen. Komm in die Standwaage. Streck dein rechtes Bein nach hinten. Schau mal, wie weit kannst du den Oberkörper absenken. Lange Linie. Schau, wo du deine Arme haben möchtest. Fußspitze, Knie, Oberschenkel schaut zum Boden. Stell deinen rechten Fuß wieder auf den Boden neben dem linken ab. Setz dich tief in den Stuhl, heb die Arme an, zieh deine Zehenspitzen nach oben. Zieh den Bauchnabel ein. Einatmen, streck dich, hochwachsen. Entspann die Arme aus. Nimm dein linkes Bein nach hinten, stell das Bein auf die Fußspitze auf. Schau, dass vorne dein Knie über dem Fußgelenk steht, 90 Grad. Hintere Ferse zu dir ranziehen, Becken hochziehen, Bauch wird flach. Bring die Arme hoch, atme ein. Ausatmen tief. Ein hoch. Aus tief. Kleiner Impuls dazu. Letztes Mal. Komm hoch und nimm dein hinteres Bein mit nach vorne. Einbeinstand, Storchenposition. Dein rechter Arm kommt von oben unter das Knie. Linker Arm dreht auf. Jetzt ziehst du das von der anderen Seite. Dreh dich auf. Schultern tief. Hinterer Arm kommt über unten wieder nach vorne zurück. Löst die Arme und schiebt dein linkes Bein nach hinten raus. Standwaage.
Ganz egal, wie tief, wie weit. Schau einfach, dass du in dieser Kontrolle, in der Konzentration bleibst. Schau, dass dein linkes Becken schön nach unten schaut. Stabilisiert es. Starkes Standbein und setz langsam das linke Bein nach unten ab. Atme ein und die Arme hoch. Ausatmen, verbeug dich, vorbeuge. Beug die Knie so weit, dass du deine Hände am Boden absetzen kannst. Stell deine Beine nach hinten in die Planke im Yoga-Liegestütz. Halten. Setz dein linkes Knie auf der Matte ab. Das rechte bleibt da stehen, wo es ist. Linken Arm ein bisschen in die Mitte der Matte. Und jetzt dreh den ganzen Körper auf. Dreh dein Becken auf. Dreh dich in den Seitstütz. Schau, dass du richtig schön aufmachst. Und jetzt kannst du den oberen Arm immer zum Körper ziehen und einen großen Kreis machen. Vielleicht schaust du danach. Und wenn du den Arm über den Kopf ziehst, heb das Bein mit an. Und dann setzt es wieder gemeinsam tief. Und dann heb das Bein mit an. Und setz es wieder tief. Und lang ziehen. Öffnen, tief setzen. Lang ziehen. Öffnen, tief setzen. Zweimal noch. Lang ziehen. Öffnen, tief setzen. Letzte Runde. Lang ziehen. Kurz halten, wenn der Arm oben ist. Ziehe ich nochmal raus. Heb das Bein an. Lass den Blick zur oberen Hand gehen. Und dann beende die Runde. Leg das alles ab. Komm in Yoga-Liegestütz zurück. Lass die Knie weich werden. Schieb dich in den herabschauenden Hund. Bleib da kurz. Lass dann so eine schöne Welle durch dich durchgehen und komm wieder in Yoga-Liegestütz nach vorne. Schiebe ebene Planke. Setz dein rechtes Knie auf. Rechte Hand in die Mitte der Matte. Dreh jetzt komplett deinen linken Körper auf. Also schieb die Schultern schön übereinander. Öffne das Becken. Streck den linken Arm nach oben. Stabilisier das, zieh das raus. Und jetzt geht dein linker Arm zum Körper und über den Kopf. Und in dem Moment hebst du das Bein an, ziehst dich lang und schließt die Runde. Alles absetzen und wieder lang ziehen. Bein heben, öffnen, Blick mitnehmen. Schöne große Runde. Und immer wieder ein bisschen mehr aufdrehen. Zweimal noch. Und am Ende, wenn der Arm oben ist, heb das Bein an, streck dich lang, lass den Blick zur oberen Hand gehen. Und dann schließt es alles wieder nach unten. Komm in Yoga-Liegestütz. Setz die Knie ab. Einmal Chaturanga, Knie absetzen, Brustbein zum Boden, Ellbogen eng zu dir. Lass dann den Oberkörper ausrollen und schieb dich in die Kobra hoch. Füße, Beine, Po ganz locker lassen, Schulter nach hinten, unten rollen, Blick in die Weite nach vorne. Und dann löst es, leg dich komplett auf den Bauch nach unten ab. Und wenn du angekommen bist, streck die Arme nach vorne, streck die Beine weit nach hinten, schließ die Arme zusammen, schließ die Beine hinten zusammen und heb dich gleich in das Boot in der Bauchlage, wo du die Arme, den Oberkörper und hinten die Beine hochhebst. Schön lang ziehen, einatmen. Ausatmen, lass es wieder absenken. Setz die Hände neben deine Schultern. Schieb dich in den Vierfüßlerstand.
nach oben. Setz das Becken ab, schling die Beine nach vorne und leg dich auf den Rücken ab. Lange Position im Rücken. Spann den Bauchnabel ein. Heb dann deinen Kopf, deine Schultern, schieb die Arme nach vorne und heb dann die Beine noch hoch in dieses umgekehrte Boot, wo du jetzt die Beine schön lang gestreckt, bisschen angehoben hast, wo du die Schultern und den Kopf angehoben hast, die Fingerspitzen schiebst du weit nach vorne, sodass du den Bauch schön auf Spannung hast und du so ein bisschen wie so eine Schale nach oben gewölbt bist. Einatmen. Ausatmen, löst es wieder nach unten, komm in der Rückenlage an. Stell dein rechtes Bein auf. Heb das rechte Bein an, leg die linke Hand seitlich aufs Knie, öffne den rechten Arm zur Seite und dreh deinen ganzen Körper über die Mitte. Schau mit dem Kopf zu deiner rechten Hand. Und dann löst es, kommt zur Mitte zurück. Stell das rechte Bein wieder lang und zurück zum Boden. Linkes Bein aufstellen, linkes Bein anheben, rechten Arm aufs linke Knie. Hol das Ganze und dreh es über das rechte drüber. Öffne deinen linken Arm, schau mit dem Blick nach links rüber. Komm wieder zurück, löst es. Lass das linke Bein am Boden ausgestreckt sein. Heb deine Arme nach oben zur Decke. Heb dann deine Beine nach oben zur Decke. Komm in der Bärenhaltung an. Schieb dann die Handflächen nach oben, die Fußsohlen nach oben. Schultern tief sinken lassen. Ganzen Rücken unten ankommen lassen. Einatmen. Ausatmen. Heb deinen Kopf, deine Schultern, schieb die Fingerspitzen wieder weit nach vorne. Nochmal schön Bauch spannen. Lass es zuerst dein linkes Bein langsam in Richtung Boden sinken. Hals ganz knapp über dem Boden. Nimm das Bein wieder hoch, rechtes Bein sinkt. Langsam, bisschen halb. Wieder hochziehen, rechtes Bein tief, kurz über dem Boden halten, absetzen. Zweites Bein tief, kurz über dem Boden halten, absetzen. Oberkörper nochmal hoch und ablegen. Komm in Shavasana an, leg deinen Kopf schön flach, deine Arme neben deinem Körper. Lass alles los. Und bleib da. Atme ein. Atme aus. Spür dich vom Kopf bis zu deinen Füßen. Gönn dir 2, 3 tiefe Atemrunden und lass diese Atemrunden jetzt deine Belohnung sein. Und mit der nächsten Ausatmung öffnest du wieder sanft deine Augen, blinzel dich wach. Und fang gleich an, dich zu bewegen. Zieh dich, streck dich, dehn dich, dreh dich. Mach dich einfach wieder richtig schön wach. Und dann schau, wenn du dich genügend bewegt hast, dass du wieder zum Sitzen kommen kannst. Fersensitz oder gekreuzter Sitz, so wie es für dich passt.
Auf jeden Fall aufrecht, stabil und komfortabel. Leg dir die Hände in Gebetshaltung vor dein Herz. Bedanke dich bei dir und bei deinem Körper fürs Üben, fürs Mitmachen, fürs überhaupt auf die Matte kommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's was draus, genießt ihn. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal auch online wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund. Namaste.